Mein ganzes Leben passt in einen Koffer. Seit einem Jahr lebe ich schon so. Aber warum eigentlich? Und wie viel Leben passt in einen Koffer? Hallo zusammen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Nastja und gemeinsam mit meinem Mann führen wir nun schon seit einem Jahr einen etwas anderen Lebensstil. Da ich es nicht besser auszudrücken weiß, sage ich immer, wir leben gerade auf Reisen sozusagen. Allerdings reisen wir nicht von Ort zu Ort, um schöne Landschaften und fremde Kulturen kennenzulernen, wie man es vermutlich von einem Reisenden erwarten würde, sondern wir leben tatsächlich unseren ganz normalen Alltag, nur eben nicht in einem bestimmten Land. Zuletzt haben wir ein halbes Jahr in Vietnam gelebt und gerade sind wir bereits seit einigen Monaten in Georgien. Ich wollte schon immer wissen, wie es ist, an unterschiedlichen Orten dieser Welt zu leben, es einmal selbst ausprobieren, um für uns herauszufinden, wie und wo wir in Zukunft leben möchten. Aufgrund unseres momentanen Lebenswegs jedenfalls haben wir auch kein festes Zuhause, keine eigene Wohnung oder ein Haus, die irgendwo auf uns warten würden. Entsprechend besitzen wir auch nichts, was damit einhergeht, so etwas wie Möbel, Einrichtungsgegenstände oder irgendwelche Geräte, die man für den alltäglichen Bedarf benötigt. Insgesamt haben wir nur sehr wenig materiellen Besitz. Momentan hat jeder von uns einen Koffer und einen kleinen Rucksack, in die unser gesamtes Leben reinpasst. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich bereits seit Jahren versuche, möglichst bewusst zu leben. Allerdings hat ein bewusstes Leben für mich in erster Linie nichts mit Minimalismus, Nachhaltigkeit oder Umweltfreundlichkeit zu tun, was man aber vielleicht vermuten könnte, wenn man mein Leben von außen betrachtet. Vielmehr ist es so, dass diese Dinge auf ganz natürliche Art und Weise und eher als Nebenprodukt auf meinem Weg in ein zufriedeneres und selbstbestimmteres Leben entstanden sind. Ich habe früher ganz normal gelebt, wie vermutlich die meisten auch, hatte einen Angestelltenjob, einen festen Wohnsitz mit allem, was dazugehört, einen geregelten Alltag, war oft gestresst und energielos, unzufrieden mit vielen Dingen um mich herum und habe mir meine kurzfristige Zufriedenheit regelmäßig durch moderaten Konsum jeglicher Art zurückerkauft, bis ich irgendwann in einer emotionalen Sackgasse gelandet bin, aus der ich keinen Ausweg mehr sehen konnte. Aufgrund dessen habe ich dann irgendwann damit begonnen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich selbst besser kennenzulernen. Welche Überzeugungen habe ich eigentlich? Warum tue ich die Dinge so, wie ich sie tue? Was ist mir wichtig? Was schenkt mir wirklich Freude und wo will ich im Leben hin? Es war ein langjähriger Prozess, der im Kern immer wieder vom Thema Loslassen dominiert wurde. Zunächst waren es mehr Dinge im Innern, irgendwelche Glaubensmuster, die mich klein hielten, vermeintliche Überzeugungen, wie ein gutes Leben auszusehen hat und so weiter. Später folgte auch das Loslassen im Außen, ungesunde Gewohnheiten, Lebensumstände, Menschen und auch jede Menge materielle Dinge. Je mehr ich mich im Innern veränderte, desto mehr veränderte sich auch mein Leben im Außen. Als mein Mann und ich zueinander fanden, war für uns beide klar, dass das Thema Freiheit, innere und äußere, für uns einen großen Stellenwert hat. Aus dem Wunsch heraus, unter anderem in finanzieller Freiheit zu leben, was übrigens für jeden ganz unterschiedlich aussieht,
haben wir viele verschiedene Schritte unternommen, von denen eben einer davon war, unseren materiellen Besitz und Konsum deutlich zu verringern. Über einen längeren Zeitraum hinweg haben wir vieles von dem, was wir besaßen, verkauft oder verschenkt, weil uns irgendwann klar wurde, dass wir das meiste dieser Dinge überhaupt nicht brauchen, um ein zufriedenes Leben zu führen, dass es uns weder Freude noch irgendeine Art Befriedigung verschafft, ja, dass der Besitz von manchen Dingen sogar belastend sein kann. Wir verkauften viele Kleidungsstücke, das x-te Paar Schuhe, Schmuck, Einrichtungsgegenstände und auch Elektronikartikel. Es fühlte sich richtig gut an, irgendwie befreiend und leicht, auf verschiedenen Ebenen. Das Geld, das wir einnahmen, durch die Verkäufe, die Einsparungen und das Gehalt, haben wir zum größten Teil angelegt für unsere Zukunft und zum Teil zur Seite gepackt, um eine Zeit lang davon leben zu können. Heute sieht mein Leben anders aus als noch vor einigen Jahren, was es für mich natürlich auch leichter macht, mit deutlich weniger Sachen auszukommen. Wir haben kein festes Zuhause, deswegen mieten wir uns Ferienwohnungen oder Apartments, die mit allem Nötigsten ausgestattet sind. Meistens jedenfalls. Da wir auch kein eigenes Fahrzeug haben, bewegen wir uns durch die Ortschaften hauptsächlich zu Fuß. Manchmal mieten wir uns auch mal einen Roller oder ein Auto. Wir verbringen grundsätzlich gerne Zeit draußen, beim Spazieren, Erkunden oder einfach in der Natur. Mittlerweile haben wir viel mehr den Fokus auf unsere Gesundheit und beschäftigen uns überwiegend mit den Dingen, die uns interessieren und weiterbringen im Leben. Da ich mich nicht jeden Tag für die Arbeit zurechtmachen muss und auch nicht mehr regelmäßig ausgehe, brauche ich auch nicht mehr so viele Sachen für verschiedene Anlässe. Mir ist es nicht mehr wichtig, irgendeine bestimmte Kleidung oder Stilrichtung zu tragen oder mich auf eine bestimmte Art und Weise zu präsentieren. Ich definiere mich nicht mehr über mein Äußeres. Natürlich möchte ich mich trotzdem wohlfühlen, aber dafür benötige ich nicht mehr viele verschiedene Dinge im Außen. Das hier ist alles, was ich seit einem Jahr trage. Ein paar T-Shirts zum Sport und für den Alltag, ein paar Shorts und lange Hosen, meine faltbare Kiste mit Unterwäsche, Socken und Sport-BHs, ein paar Kleider und Blusen. Bei meinem Mann sieht es ähnlich aus, bis auf die Kleider und Blusen natürlich. Ansonsten hat jeder von uns noch einen Pulli, eine leichte und eine wärmere Jacke, die sich sehr klein zusammenfalten lassen, was sehr praktisch ist beim Packen, und dann noch ein paar Schuhe. Das ist alles, was Kleidung betrifft. Tatsächlich passt unsere gesamte Kleidung bis auf Schuhe und Jacken in den einen kleinen Koffer und in dem zweiten, größeren, haben wir ein paar weitere Dinge, die für unseren Alltag wichtig sind. So etwas wie Kulturbeutel mit sämtlichen Toilettenartikeln, eine kleine Apotheke und Erste-Hilfe-Set, Wäscheklammern mit Wäscheleine, meine Malutensilien, unsere Sporthandtücher und verschiedene Faszienrollen. Da wir beide uns gerne sportlich betätigen, unter anderem auch drin, haben wir uns in Vietnam noch eine dünne Sportmatte zugelegt, die für uns eine große Bereicherung ist und perfekt in den Koffer passt. Und dann werden auch noch ein paar Dinge von unserer Technik im Koffer verstaut. Mein Mikrofon, unsere Musikbox, mein Stativ und einige Kabel und Aufladegeräte. Ansonsten noch Kleinkram wie Notizbücher, Rätselhefte, ein paar Supplemente und ein wenig Küchenkram, den ich gerne immer dabei habe. Der Rest der Technik, unsere beiden Laptops, meine Kamera und ein paar andere Dinge kommen in den Rucksack von meinem Mann und in meinem Rucksack verstauen wir neben wichtigen Unterlagen seit neuestem auch unseren Mixer,
den wir uns schon hier in Georgien zugelegt haben. Wir haben tatsächlich sogar ein paar Dinge dabei, die wir bisher noch gar nicht gebraucht haben. Unseren transportablen Safe, ein Moskitonetz und ein paar kleinere technische Sachen. Aber fehlt mir manchmal etwas? Natürlich kommt hier und da schon mal der Gedanke auf, ach, das wäre jetzt schon bereichernd, dieses oder jenes zur Hand zu haben. Aber da wir ja alles selbst transportieren müssen und nur sehr begrenzt Platz haben, ist das im nächsten Moment auch schon wieder vorbei. Außerdem wird man so auch erfinderischer, lernt mehr um die Ecke zu denken und stellt fest, dass man am Ende des Tages wirklich nicht so viele Dinge benötigt. Zumindest so, wie wir momentan leben. Hier und da ersetzen wir natürlich Sachen, wenn sie kaputt gehen oder kaufen uns mal ein frisches Shirt. Aber das Gefühl, dass mir an materiellen Dingen etwas wirklich fehlen würde, habe ich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem bewussten Lebensstil, den wir gerade führen. Weniger Besitz bedeutet für mich, momentan zumindest, auch weniger Anhaftung an bestimmte Ideale und Lebensziele, die in der Gesellschaft als erstrebenswert angesehen werden. Ich kann mich viel besser auf meinen ganz individuellen Weg fokussieren, ohne das Gefühl zu haben, ich würde etwas verpassen oder ich müsste mich aus welchen Gründen auch immer an anderen orientieren. Das Leben verändert sich ständig. Daher, wer weiß, was morgen ist. Aber gerade verspüre ich dank unseres Lebensstils eine Ruhe und Gelassenheit in mir wie schon lange nicht mehr. Und das hilft mir wiederum, weitere klare Schritte auf meiner persönlichen Lebensreise zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.